Hi Freunde, in diesem Video teste ich Runway ML. Da gibt es ein Feature, da kannst du Bilder in Videos umwandeln lassen. Dafür habe ich mir 10 Bilder von Midjourney generieren lassen. Die werde ich jetzt mit einem Python-Skript hochskalieren. Und wenn du wissen willst, wie man Bilder per Skript hochskaliert, schau dir gerne meine erste Episode von Coden mit ChatGPT an. Da zeige ich dir das Ganze Schritt für Schritt. So, wir gucken jetzt einfach mal, wie lange es dauerte, diese 11 Bilder hochzuskalieren. Über diesen Skript nimmt er jetzt die Bilder, die in diesem Ordner liegen, und skaliert sie um das Vierfache hoch. Hier sehen wir schon das erste. Jetzt geht er Schritt für Schritt durch die Bilder durch. So, diese 11 Bilder haben jetzt 1 Minute 34 gedauert. Damit haben wir eine gute Grundlage, um diese Bilder in Videos umzuwandeln. So, das Ziel ist quasi einen Splitscreen zu generieren. Einmal für ein Short-Video, da möchte ich oben das Standardbild haben und unten das Video, das läuft. Dafür habe ich einmal ganz normal die quadratische Auflösung genommen für die Shorts, beziehungsweise für das eine Short-Video, das wirst du dann auch auf meinem Kanal finden. Und einmal für das normale Video haben wir die 16:9 Auflösung. Also diese Bilder eignen sich auf jeden Fall, um da ein bisschen Bewegung reinzubringen. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht. Genau, ich habe das vorher noch nicht getestet und wir müssen erstmal bei Runway einen Account erstellen. Ich habe mich hier wie immer mit Google angemeldet. Genau, dann kommt ihr auch direkt zu der Anwendung und den verschiedenen wählbaren Tools. Unser Ziel ist hier Image to Video. Welcome to Gen 2. Genau, hier kannst du auch direkt Text in Videos umwandeln. Das wollen wir jetzt in dem Fall nicht. So, hier sehen wir den Preis. Eine Sekunde kostet 5 Credits. Wir haben 525 Credits im Free-Account. Das ist schon mal gar nicht so wenig. Genau, jetzt sind wir in einem Text- oder Image-to-Video-Tool. Und hier sehen wir auch schon, wir haben 105 Sekunden left. So, dann laden wir mal das erste Bild hoch. Ich finde den Dinosaurier relativ spannend als ersten Versuch. Genau, wir testen das Ganze wieder mit unserem Prompt, eine Welt, in der alle Tiere fliegen können. So, das Bild ist hochgeladen und jetzt, so bei Interpolate lassen wir den Haken gesetzt. Bei Upscale können wir leider nichts machen, weil wir die Free-Version haben. Aber ich schätze mal, da werden dann die Bilder, die man hochlädt, vorher auch, ähnlich wie ich es gerade per Skript gemacht habe, hochskaliert und dann für das Video verwendet. Genau, und das Video wird dann eben Wasserzeichen haben, was aber für den Test passt. So, lass uns mit dem ersten Test starten. So, jetzt sehen wir, dass unser Video generiert wird. Und ja, das Ganze geht auch relativ schnell, wie es aussieht. Genau, hier oben wurden jetzt 4 Sekunden weggenommen. Die brauchen wir ja für das Video. Die Videos werden nämlich immer in 4 Sekunden Länge generiert. Und ja, das ist auf jeden Fall ausreichend viel Zeit oder ausreichend viele Credits, um das Ganze wirklich testen zu können. So, das Video ist fertig. Das hat jetzt wirklich nicht lange gedauert. Und ja, wir gehen mal in den Vollbildmodus. Okay, wir sehen schon, das ist relativ verpixelt, aber schauen wir mal. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Es sieht so aus, als würde er nach einem Vogel schnappen. Na, hier, zack. Aber ja, ich finde, das Ergebnis ist jetzt gar nicht mal schlecht. So, ich werde jetzt erstmal die ganzen 16:9 Bilder nehmen und dann zeige ich euch die Ergebnisse. Okay, ja, das scheint auch zu funktionieren. Super, dann versuche ich das alles hier parallel direkt laufen zu lassen. So sparst dir unterm Strich wieder ordentlich Zeit. So, das nächste Video. Okay, ich weiß nicht, in was er da transformiert, aber ja, es ist ein kleiner Vogel scheinbar. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Schauen wir mal das an. Ja, also es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben da. Ja, aber es ist ganz witzig. So, hier bin ich mal gespannt, weil hier unten müsste eigentlich viel Bewegung erzeugt werden. Und ja, lass uns schauen. Ja, der Gedanke ist gut, aber ich denke mal, es sind auch einfach viel zu viele Details hier im Video. Genau, schauen wir uns mal den an. Hier sind ja weniger Details. Hier müsste eigentlich nur dieser fliegende Bär animiert werden. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass viel im Bild auch verändert wird.
Aber an sich ist es schon nicht verkehrt. So, wir können das Ganze ja auch mal per Prompt testen. Words. Vielleicht gibt es ja aus dem eigenen Prompt dann ein besseres Ergebnis. Das testen wir jetzt einfach mal mit diesem leichten Prompt. Genau, und hier siehst du, wie viele Sekunden wir noch übrig haben. Also man kann auf jeden Fall gratis ein paar Dinge testen. Es ist wahrscheinlich auch schwer für das Programm, einen fliegenden Elefanten zu generieren, weil die Daten werden auf normalen Elefanten basieren. Ja, und die fliegen normalerweise nicht durch die Gegend. So, schauen wir mal hier. Ich werde dann versuchen, mit dem Schnittprogramm das Ganze nochmal hoch zu skalieren auf 4K. Ja, das sieht eher aus, als würde er sich zu einem Luftballon transformieren. Ja, ist vielleicht nicht die beste Nische. So, schauen wir mal den Elefanten an. Ja, auch er wird einfach zu einer Wolke. Ja, schön. Ja, also vom Prinzip her ist es cool. Ja, aber das sieht schon irgendwie cool aus. So, jetzt haben wir hier noch das Generierte von Runway ML. Ja, das ist jetzt nicht wirklich spannend. Ne? Okay, das kann man jetzt nicht wirklich verwenden. So, wir testen jetzt einfach mal, ob das mit menschlichen Gesichtern besser funktioniert. So, und in der Zwischenzeit werde ich dann auch die anderen hochskalieren für das YouTube Short. So, hier haben wir das. Wir haben auf jeden Fall Bewegungspotenzial hier im Hintergrund mit den Farben und natürlich das Gesicht. Ah ja, wow. Das hat was. Das sieht aus, als würde er von der dunklen Seite zur hellen Seite wechseln. Also das hat auf jeden Fall was. Das überzeugt mich extrem. Das an, das sieht wirklich mega cool aus. So, schauen wir mal bei den anderen vorbei. Einmal das erste Schweinchen. Oh, das teilt sich. Naja, okay. Warum nicht? Ja, ist eine Fantasiewelt, da kann sowas passieren. Ist zwar nicht das, was ich gedacht habe, aber es ist auf jeden Fall ganz witzig. So, schauen wir mal das Schwein. Oh Gott. Okay, das ist krass. Das ist schon ein bisschen angsteinflößend, aber ja. So wird sich in dieser Welt vermehrt. In diesem Vogel liegt meine ganze Hoffnung. Ja? Ja, die Idee ist cool. Wenn der Flügel hier jetzt nicht verschwinden würde, sähe das richtig, richtig cool aus. Ja. Ja. Also ich werde das Ganze mal in Videos zusammenfassen, aber das finde ich immer noch am coolsten hier. Das gibt auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du es selber testen willst, ich verlinke es dir in der Videobeschreibung. Wenn du keinen Zugriff auf Midjourney hast, kannst du sie ja entweder mit Gratis-Tools generieren. Ich habe dir ja auch in dem letzten Video gezeigt, wie du das for free machen kannst. Oder du kommst auf den Discord-Server, schreibst mir deinen Prompt, ich gebe ihn hier ein. Genau, und dann kannst du dieses Bild hier einfach rauskopieren und dann für dich nutzen. Ansonsten, wenn ihr weitere Tools habt, die ich mal testen soll, dann schreibt sie mir in die Kommentare und ja, auch heute wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.